Ja, hallo, ich bin der Jan. Heute in dem Video geht es um unsere verschiedenen Schnitte in der Kollektion. Da will ich euch einfach mal zeigen, was es bei uns alles gibt und was die Besonderheiten davon sind. Zum einen haben wir den Reflex Cut, der unser neuester Schnitt ist, den Innennahtschnitt, sehr traditioneller Schnitt, den Finger Surround Schnitt und den Normalschnitt. Beginnen wir beim Reflex Cut. Die Besonderheiten beim Reflex Cut sind, dass sie im Vergleich zum Innennahthandschuh keine Schichtel besitzen. Das führt dazu, dass er an den Fingern wie eine zweite Haut sitzt und eben sehr eng anliegend ist. Der Reflex Cut ist quasi eine Weiterentwicklung des Innennahtschnitts, weil eben hier die Schichtel fehlen und somit ja, der engste Schnitt, den man sich vorstellen kann. Der Reflex Cut wird zum Beispiel von Flachodimos von Benfica Lissabon getragen. Der Innennahtschnitt ist sehr beliebt bei unseren Profis, weil er eben einen sehr hohen Tragekomfort hat. Der Innennahtschnitt wird zum Beispiel von Daniel Heuer-Fernandes vom Hamburger SV getragen. Der Finger Surround Schnitt, auch sehr beliebt bei unseren Profis, zum Beispiel spielen den Ron-Robert Zieler und Radetzky von Leverkusen. Hat den Vorteil, dass es quasi ein innen genähter Rollfinger ist. Er ist quasi an der Oberhand innen genäht und an der Innenhand quasi mehr oder weniger ein Rollfingerschnitt. Was zur Folge hat, dass der Handschuh trotz des Rollfingerschnitts sehr eng anliegend ist, aber man totale Kontrolle am Ball hat. Quasi überall, wo der Ball auftrifft, ist Belag und somit maximale Ballkontrolle, trotzdem enger Schnitt. Als letztes haben wir den Außennahtschnitt, wird zum Beispiel von Schwolo von Freiburg getragen. Hier ist der Vorteil, maximale Fangfläche zum Ball durch außen genähte Nähte im Vergleich zum Innennahthandschuh, wo die Nähte innen genäht sind. Neben unseren Schnitten, die wir in der Kollektion haben, den 4 genannten, gibt es natürlich auch Sondermodelle, die von unseren Profis gespielt werden. Es sind sehr wenige. Hier hervorzuheben ist vor allem der Handschuh von Olli Baumann. Der hat an der rechten Hand nur 4 Finger, aufgrund einer Verletzung des kleinen Fingers und ist etwas breiter geschnitten als normale Handschuhe. Dann haben wir auch noch einen klassischen Rollfinger-Handschuh. Hier hatte ich vorhin die Weiterentwicklung davon gezeigt, das ist der Finger Surround, die Weiterentwicklung des normalen Rollfingers. Der normale Rollfinger wird noch von Piatov zum Beispiel getragen oder Michael McGovern. Ansonsten wird vermehrt auf den Finger Surround zurückgegriffen. Übrigens, beide Modelle gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen. Schaut vorbei.